Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Einen Apfelkuchen machen wir heute und zwar ohne Schnickschnack, einen ganz einfachen, schnellen Rührteig-Apfelkuchen. Was ihr dazu alles braucht, seht ihr mal auf der Zutatenliste. Starten müssen wir mal mit dem Backrohr vorheizen. Ich habe mir schon vorgeheizt, Heißluft 170 Grad, damit wenn wir den Kuchen hineingeben, dass das Rohr schon schön heiß ist. Es ist ein Rührteig, ein ganz einfacher. Die Zutaten habe ich mir natürlich auch vorbereitet. Die Äpfel habe ich mir schon klein geschnitten, ein bisschen Zitronensaft draufgeben, damit sie nicht braun werden. Und jetzt rühren wir mal, würde ich sagen. Butter und Zucker schaumig rühren und die ganzen Eier einzeln richtig gut unterrühren. Wenn man da schöne schaumige Masse hat, so schaut das aus, dann werden wir dem Ganzen ein bisschen einen Geschmack geben. Natürlich ein bisschen Zitronenabrieb. Bei so Rührteige muss man immer ein bisschen mit Aromen arbeiten. Das ist nämlich sonst eher eine langweilige Geschichte. Zum Apfel passt natürlich Zimt sehr gut. Da geben wir ein bisschen dazu, aber nicht zu viel, weil es soll ja nicht Weihnachten sein. Und Vanille. Vanille kann man Vanillepaste geben, natürlich aber auch so eine Vanillearoma. Diese Röhrchen, die kennt ja jeder. Da hat man nämlich ein ganz intensives Vanillearoma dann. Das rühren wir noch einmal kurz ein. Und jetzt heben wir das Mehl unter. Mehl und Backpulver habe ich mir schon vorbereitet. Und einfach nur mit einem Kochlöffel geht es am besten. Nur so unterheben. Die Kuchenform habe ich mir schon vorbereitet. Da kann man natürlich nehmen, was man gerne hat. Rund, eckig, auf dem Backblech, ganz egal. Ich habe mich heute für einen eckigen Kuchen entschieden, weil ich möchte morgen gerne schöne eckige Stückchen haben. Ich finde es immer ganz toll, wenn man das immer ein bisschen abändert und immer ein bisschen verschieden macht in der Form. Schaut halt immer ganz anders und toll aus wieder. Also so eine schöne Masse haben wir da jetzt, einen richtig einen schönen Rührteig. Wie gesagt, ich nehme die eckige Form bzw. den Backrahmen. Da habe ich mir schon ein Backpapier darunter gegeben. Und jetzt füllen wir mal die Hälfte von dieser Masse da ein. Und das verstreichen wir schon. Schauen, dass man da schön gleichmäßig ein bisschen das Ganze verstreicht. Die Äpfel, wie gesagt, die habe ich mir schon vorbereitet. Geschält, in Achtelspalterl geschnitten, dann habe ich mir es feinblättrig geschnitten, ein bisschen Vanillezucker dazugegeben, ein bisschen Zitronensaft und jetzt geben wir noch ein paar Rumrosinen dazu. Das passt nämlich auch. Ein bisschen was von der Flüssigkeit. Einfach so unterrühren und diese Äpfel geben wir jetzt auf unseren Rührteig. Einfach da schön verteilen. Und den Rest vom Rührteig geben wir dann oben drauf.
Den verstreicht man schön und dann geht der mal für 40 Minuten ins Backrohr. Dann machen wir eine Kontrolle. Eine Stäbchenkontrolle. Vielleicht braucht er ein bisschen länger. Gut. Und wie gesagt, jetzt geben wir den Rest noch drauf. Das gut verstrichen ist, dann geht der in die Mitte des Rohres für ca. 40 Minuten. Unser Apfelkuchen, den habe ich nach 40 Minuten eine Stäbchenprobe gemacht und da war er noch nicht ganz fertig. Ein bisschen was ist noch am Stäbchen dran gewesen vom Teig. Und dann habe ich noch 10 Minuten nachgeschaut und das hat ihm genau gepasst. Also 50 Minuten bei dieser Größe war er im Rohr. Das Ganze werden wir jetzt mit etwas Marmelade bestreichen. Ich habe da noch ein bisschen Marillenmarmelade. Die habe ich mir jetzt heiß gemacht. Und dann werden wir den Kuchen ein bisschen einpinseln. Dann schaut er einfach ein bisschen schöner aus. Dann werden wir noch ein bisschen Staubzucker drauf geben und ein paar Mandelblättchen. Mandelblättchen habe ich immer auf Vorrat. Leicht geröstete Mandelblättchen. Ich brauche das relativ oft bei einer Nachspeise oder irgendwo halt drauf oder auf einen Salat. Schmeckt immer ganz fantastisch. Ja, und somit wäre unser richtig einfach, schneller Apfelkuchen schon wieder fertig. Vielleicht hat euch auch dieses Rezept gefallen. Dann probiert es aus, macht es noch. Das war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.